Herzlich willkommen bei Future Skills. Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen. Heute haben wir einen, ich finde, ganz besonderen Gast. Olaf Bublitz. Er coacht Produktorganisation mit und in Bezug auf visuelle Methoden und hat uns einen ganz besonderen Future Skill mitgebracht, beziehungsweise einen Skill, den er uns als Future Skill anbieten möchte. Und ich werde heute mit ihm darüber sprechen, was dieser ist, was er kann und wieso er für die Zukunft relevant sein sollte. Die Rede ist von Visual Product Ownership. Hallo Olaf, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich hier bin. Ja, schön, dass du da bist. Und kurz nochmal in eigener Sache, ich bin Alexander Stein und Grüße gehen raus an Per und Tim, die heute hinter der Kamera mitwirken, beziehungsweise hinter den Aufnahmegeräten. Und ich darf das Ganze mit dir unter 4 Augen bestreiten. Aber nicht vergessen, wir haben unsere reizenden Zuhörer und Zuhörerinnen, die uns hier natürlich begleiten werden. Lass uns direkt mal reinstarten. Kannst du kurz zusammenfassen, was ist Visual Product Ownership? Okay, kurz. Das Oder so ist lang wie letztendlich, du musst. naja, viele Firmen und Teams sind ja manchmal im Blindflug unterwegs oder Strategie und operatives Geschäft ist voneinander entkoppelt. Oder aber man redet aneinander vorbei. Oder aber die Arbeit stapelt sich in Jira-Tickets und man weiß nicht mehr vor lauter Wald, wo die Bäume sind oder andersrum. Und was sich in meiner Praxis gezeigt hat, ist, dass man mit visuellen Methoden, was auch immer das ist, kommen wir gleich mal noch zu, Mhm. mit visuellen Methoden da ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen kann, dass man Dinge miteinander verbinden kann und dass das gerade insbesondere auf Produktentwicklung ein sehr wichtiger Faktor und dann auch ein wichtiger Skill ist. Und das ist nicht nur einfach ein Skill, sondern es ist ein ganzes Set an Dingen, die man da einsetzen kann. Ja, und da würde ich gerne ein bisschen was mit dir heute drüber sprechen, weil ich glaube, das ist was sehr Spannendes für die Zukunft, weil im Zeitalter von KI, im Zeitalter von komplexen und hochvolatilen Märkten brauchen wir einfach ein Bild, auf das wir alle gemeinsam gucken können. Und das ist etwas, was Visual Product Ownership beschreibt. Okay, das heißt, provokante Aussage, du behauptest, dass Product Owner, so wie wir sie alle kennen, ähm, dass denen nicht Genüge getan ist, wenn sie nur ein paar Burndown-Charts oder vielleicht mal einen Burn-Up-Chart malen, sondern tatsächlich mit visuellen Werkzeugen, mit visuellen Methoden ihre Arbeit ergänzen sollen. Ich würde noch einen Schritt weitergehen sogar. Mhm. Ich würde sogar sagen, dass es nicht nur die Product Owner sind, die da die Methoden nutzen können, sondern es sind Teams, es sind ganze Organisationen, es sind Führungskräfte, die viel mehr diesen Skill an Product Ownership brauchen und dabei die visuellen Methoden einsetzen sollten. Auch Scrum Master zum Beispiel oder Agile Coaches oder Teamleiter sind Leute, die mit visuellen Methoden der Produktentwicklung enorm helfen können. Okay, super, dass wir da direkt einmal dann nämlich das auseinander dividieren. Wir reden hier also nicht von der Rolle oder einer Einzelperson als Product Owner, sondern Product Ownership als Aufgabenbereich, als Bündel an Verantwortung. Exakt. Wunderbar. So kann man gut beschreiben, ja. Genau. Ich bin ein bisschen ungeduldig und würde gerne direkt in die einzelnen Methoden und Werkzeuge reinspringen. Vorher muss ich aber mit dir nochmal ganz kurz über den abstrakten Rahmen, die Grundlage reden. Welche Vorteile bieten visuelle Methoden deiner Meinung nach? Warum reicht das ohne nicht aus? Warum reicht es ohne nicht aus? Also ich denke mal, wenn jeder, der schon mal einen Backlog gesehen hat, was irgendwo in der Excel-Liste oder Jira-Liste mit mehreren hundert Einträgen unterwegs ist, merkt sehr schnell, klar, tolle Priorisierung, wir wissen, was als nächstes zu tun ist, aber wo geht denn die Reise hin? Okay, wir haben eine Produktvision. Ja, aber was bedeutet die? Ist die emotional? Ja, und wie hängt das mit den Unternehmenszielen zusammen? Was ist eigentlich unsere Strategie? Und wie soll das jetzt mit dem nächsten UI-Framework und so weiter zusammenpassen? Also alles Dinge, wo man sagt, mir fehlen die Zusammenhänge. Und jeder hat so ein Puzzlestück von dem Bild, aber das gemeinsame Bild, das verliert sich dann manchmal in Texten, Listen oder PowerPoints, die irgendwo abgelegt werden. Und es gibt so viele gute Methoden, die das Zusammenarbeiten verbessern können
und die halt eben verschiedene Perspektiven auf die Produktentwicklung inklusive Strategie geben können. Und das ist der Vorteil, der dahinter steht. Also beantwortet das ein bisschen deine Frage oder fehlt noch? Nee, das geht schon in die richtige Richtung. Ich würde da gerne noch mit anknüpfen, wieso du das als Future Skill siehst. Ja, auch wieder provokant formuliert, um das Gespräch voranzutreiben. Hinter dir ist ja auch gerade ein Flipchart zu sehen. Das machen wir ja auch schon, oder also wir im Trainings-, Beratungs-, Coaching-Bereich, im Produktorganisation grundsätzlich auch. Da wurde ja auch in der Vergangenheit schon, ne, ich habe ja Burnout und Charts auch gerade erwähnt, ne, ansatzweise visuell gearbeitet. Wieso hat das für dich noch eine gesteigerte Relevanz? Auch wenn wir, vor allem wenn wir in die Zukunft gucken. Also Nummer eins ist, es wird teilweise vergessen. Das heißt, Ja, das ist wohl die wahr. Sachen so am Flipchart arbeiten, am Whiteboard arbeiten und so weiter. Okay, klar, wir haben Online-Kollaborationstools, die das abpuffern, logisch. Das ist schon mal ein guter Schritt. Wobei ich auch in der Pandemie, da waren viele Unternehmen unterwegs, die gar keine Visualisierung mehr hatten. Die haben nur noch telefoniert oder mal einen Zoom-Call gemacht. Und dann werden Visualisierungen auch sehr gerne nur noch als so, ja, lass uns das mal im Workshop machen. Aber dass man mal sich wieder irgendwo hinstellt und sieht, guck mal, wie hängt denn das mit unserer Strategie zusammen? Lass uns mal mit dem Finger darauf zeigen, also als ständiges Arbeitsmittel. Dieser Skill war schon immer unausgeprägt. Also auch vor der Pandemie war das so, ja, man hat mit Whiteboard was gemacht, man hat die Zusammenhänge verstanden und dann ist es oft, nicht immer, aber oft genug wieder in der Versenkung verschwunden. Methoden wie Kanban oder auch Scrum, die dann am Taskboard arbeiten, wo das also die Arbeit ständig vor Augen ist, die haben das wieder belebt, aber halt eben auch nur einen Aspekt auf die Produktentwicklung. Und diese ganzen Zusammenhänge, also wie jetzt hier eine Story Map zusammen mit der Unternehmensstrategie, zusammen mit der Implementierung, vielleicht auch zusammen mit den Stakeholdern steht, das wurde so ganz selten mal ganzheitlich betrachtet. Und es gibt ein paar Ansätze, die das versuchen. Ich nehme mal gleich den Joker, den ich immer wieder gerne nehme, schon vorab. Ein Obeya oder sprich ein Projektraum, in dem die ganzen visuellen Artefakte zusammenkommen, versucht genau das. Aber die sind üblicherweise so auf, naja, Projektstatus oder Produktionsstatus getrimmt. Und der Produktentwicklungsgedanke inklusive der ganzen kreativen Aspekte, die dahinter stehen, das ist da meistens auch nicht gewesen. Also das habe ich definitiv vermisst. Und da habe ich gesagt, in die Richtung sollte es doch gehen. Ja, wir haben KI, das sind so Future Skills, die definitiv nicht zu verachten sind. Ja, aber Allerdings vergisst man da manchmal so ein bisschen auch diesen menschlichen Aspekt, dass wir als Gruppe, als Team ja auch das Gesamtbild sehen müssen und dass nicht jeder mit der KI arbeitet. Ne? Das ist so etwas, das ich in den letzten Monaten auch sehr stark wahrgenommen habe. definitiv. Das deckt sich ganz klar deutlich mit meiner Erfahrung. Vor allem auch unter dem Aspekt, wenn KI das für uns generiert, geht ja auch der handwerkliche Aspekt, also der Prozess, bei dem wir ja auch verstehen, was wir da, blöd gesagt, gezeichnet haben, also visuell aufbereitet haben. So, ne, das ist formt, wenn wir das selber erstellen, diese Übersichten, Zusammenhänge, grafischen Darstellungen, verknüpft sich das ja ganz anders in unseren Synapsen und speichert sich ganz anders ab. Ich habe jetzt ein bisschen despektierlich über Burnout-Charts und sowas geredet, aber das ist natürlich wahrscheinlich auch Teil oder ne, ergänzend zu deiner Methodik, zu deinem Ansatz dann auch. Und bei Burndown und Burnup-Charts oder generell bei Visualisierung von Metriken in der Produktentwicklung erlebe ich immer wieder, dass die Leute vergessen, was die Zahlen überhaupt aussagen oder wo die herkommen, wie die erstellt werden, wenn sie es nicht selber machen, so blöd sich das immer anhört. Ne, die werden dann generiert und dann gibt es hübsche Dashboards und keiner guckt drauf, weil keiner weiß, was da überhaupt mit gemeint ist. Ne, was passiert, wenn der Ausschlag da drüben ist. Ja, und da Ja. gehört halt, wenn wir das durch KI zu stark abkürzen, geht uns da sehr, sehr viel im Alltag verloren. Das darf man gar nicht unterschätzen. Also ich glaube, bei Einzelmethoden, wenn man jede Einzelmethode betrachtet, dann kann man sie durch KI ersetzen, ergänzen, was auch immer. Ergänzen vielleicht. Und dann ist es nee, aber manche Sachen kann man sogar auch ersetzen. Zum Beispiel sagen, sag mir, wie lange wir noch brauchen werden, gemäß der aktuellen Geschwindigkeit. Dann Okay. kann die KI das sagen, ohne dass du einen Burndown-Chart schreibst. Der Unterschied ist aber der, dass man sich das vielleicht dann gar nicht so bewusst macht und die Verantwortung halt eben auch verloren geht. Das heißt, wenn wir uns mal gemeinsam hinstellen und sagen, wo stehen wir denn jetzt gerade? Jetzt geht jetzt das Burndown-Chart nach oben.
oder nach unten, dann ist es ein ganz anderer Aspekt der Verantwortungsübernahme, weil wir sind dafür, wir sind im Tun und wir schreiben jetzt rein, jetzt geht die Kurve gerade in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung. Und das ist dann so ein Aspekt, wenn man das an jemand anders auslagert, übernimmt man nicht mehr die Verantwortung dafür. Und wenn wir jetzt alles in die KI auslagern, dann ist klar, wo die Verantwortung bleibt. Also das gehört ja zu Ownership eben auch mit dazu. Genau, da hast du genau das richtige Stichwort ja getroffen. Ne? Also die Ownership im Sinne von proaktiver Verantwortungsübernahme, also als Erweiterung auch von Accountability. Und die geht uns ja sofort flöten, wenn wir das auslagern, ne? Wenn wir es komplett delegieren an eine künstliche Intelligenz. Ja. Also jetzt über künstliche Intelligenz, da können wir einen eigenen Podcast noch machen. Das ist immer Thema und es nervt schon, weil es ist relevant, ja, und wir kratzen ja hier auch dran, aber wir wollen ja eigentlich wieder zu deinem eigentlichen Thema zurück. Ja, also es ist miteinander verbunden. Es ist ja so, dass wir auch bei der Visualisierung, bei den Zusammenhängen darstellen, bei der Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter. Natürlich nutze ich dafür auch KI-Tools, logisch. Und ich will auch nicht sagen, dass man nur sagt, jetzt ein Bilden ist alles gut. Nein, wir müssen eine Kombination aus mehreren Sachen einsetzen. Ich glaube, und das ist so der wichtigste Faktor bei den visuellen Methoden, wenn wir sie als Arbeitsmittel nehmen, dass wir unterschiedliche Perspektiven reinkriegen, also die wir von Anwendersicht, von Entwicklersicht, von Business-Sicht, und dass wir auch eine ganz andere High-Level-Übersicht bekommen. Und das ist etwas, da muss man dann bei einer KI fragen oder in den Daten rumsuchen. Aber wenn ich unterwegs bin als Unternehmensberater oder sowas, da ist dann auch der Teil, dass wenn ich frage, ja, was ist denn euer Ziel? Ist das jedem vollkommen klar. Nur wenn das mal aufgeschrieben wird oder mal an die Wand geworfen wird, hat jeder ein anderes Bild davon. Und das ist schon der erste Schritt, mit dem ich meistens starte. Und ja, jeder denkt, er hat die Informationen, die High-Level-Sicht, und manche Leute sagen, brauche ich ja nicht. Mir sagt ja einer, was zu tun ist. Und das ist so diese Diskrepanz, die ich in meiner gesamten Laufbahn als Softwareentwickler, Scrum Master, Agile Coach, Berater, Trainer immer wieder gesehen habe. Und der rote Faden, der sich da jetzt gezeigt hat, ist in dem Moment, wo wir es an die Wand bringen, in irgendeiner Form, die über textuelle Sachen hinausgeht, wird es den Leuten meistens schnell klarer und dann arbeiten sie auch viel interessierter mit. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Entwickler so bei euch in den Zuhörern dabei sind, aber ich glaube, jeder hat schon genug langweilige Backlog-Refinement-Meetings gesehen, wo eine Excel-Liste aufgelegt wird oder die Jira-Liste an die Wand geworfen wird. Man geht sie durch, gibt ein paar Storypoints dazu und nickt es einmal ab, dann kommen noch ein paar hübsche Fragen und dann ist gut. Aber richtig engaged, also mit Motivation daran, sind da die wenigsten. Also ich habe schon sehr viele langweilige von diesen Meetings erlebt. Aber in dem Moment, wo man mal wirklich sagt, okay, was zahlt das Geschäftsziel ein? Wie hängt das mit unserer aktuellen Entwicklung zusammen? Wie passt das zur Storymap? Wie passt das zum Unternehmensziel? Das sind so Fragen. Oder unsere Persona, würde die das gutheißen? Alles Fragen, die man natürlich auch an eine KI stellen kann. Und das funktioniert auch, das habe ich schon gesehen, das klappt gut. Aber das Bewusstsein in den Köpfen der Menschen, die daran arbeiten, das kommt erst dadurch, dass wir gemeinsam beim Arbeiten und gemeinsam an so einem Bild arbeiten. Dann macht man so ein Meeting, Workshop dann auch viel mehr Spaß. Also das ist so auch noch so ein Aspekt, dass so dieses Menschliche an der Arbeit wieder mit Motivation ranzugehen und nicht diese langweiligen Meetings zu haben, das ist teilweise etwas, was ich mit visuellen Methoden deutlich nach oben bringen kann. Und jetzt hast du gerade nachgefragt, wie viele EntwicklerInnen wir in unserer Zielgruppe haben. Dann hier mal kurz der Aufruf, das in die Kommentare zu schreiben, falls ihr diese Situation kennt und euch da auch mal in Meetings gelangweilt habt. Du hast jetzt schon ja, genau, und dann sehen wir mal, wie viele dabei sind. Ich habe eine Idee, wie viele Leute, die das kennen, was du gerade beschrieben hast. Ein Schritt weiter. Du hast jetzt ein paar Sachen schon angesprochen. Also ich habe von Burnouts gesprochen, von Burndowns gesprochen. Du hast Obeya-Räume, ne? Eine Methodik, dann kriege ich von Dieter auf den Kopf. Methodencluster, ein Gesamtkonzept, auch vor allem aus der Ecke des Lean-Managements, so ein bisschen in die Kanban-Richtung mal reinguckend, wo wir auch schon mal Agilität in den Raum geworfen haben. Du hast Personas gesagt, Produktvision, Beschreibung etc. Welche Methoden packst du alles in deinen Werkzeugkoffer für Visual Product Ownership rein? Kannst du da uns ein paar erzählen?
Wir haben uns jetzt mal die Mühe gemacht und haben die mal Oh, zusammengestellt. Also, super. damit das Ganze ein bisschen einfacher wird, haben wir das Ganze auf so ein Kartendeck draufgepackt. Mhm. Ähm, Für alle, die nur zuhören, hier und hältst du gerade hoch und wir werden auch die halte ich gerade hoch, entsprechend die genau. kann man erwerben? Das kann man erwerben, ja. Dann werden Wir wir haben es das in jetzt noch nicht den auf Amazon, sondern Shownotes bisher nur auf unserer verlinken Webseite, entsprechend. aber das ist ja das geringste Problem. Mhm. Ähm, Das sind jetzt in diesem Fall 57 Methoden, die dahinter stehen. Und es hätten noch ein, zwei mehr werden können, aber letztendlich waren wir natürlich von der Größe des Kartendecks auch ein bisschen beschränkt. Aber 57 ist schon etwas, ist schon ein bisschen mehr, als was wir deutlich, also ständig einsetzen. Es gibt ein paar Methoden und die haben wir als Kernmethoden definiert, die wir eigentlich immer im Einsatz haben. Und zum Beispiel so einen Aubert oder einen visuellen Projektraum, Synchronisationspunkt, wo man sich trifft. Das kann sogar auch virtuell sein. Das funktioniert auch in Online-Boards, geht das auch ganz gut, ohne jetzt groß wie die Tools rauszuholen. Auch das kann man visuell gestalten. Das ist mal so eine Methode, die wir immer wieder versuchen einzusetzen. Das muss gar kein Riesending sein. Es reicht auch, wenn wir einfach mal sagen, guck mal hier, da trifft sich der Senior-Entwickler mit dem Produktmanager, vielleicht mit dem Vertrieb oder Marketing und ein paar Leute, die halt an dem Produkt arbeiten und besprechen sich dort regelmäßig. Also es muss kein riesengroßer Raum sein, wie man sich das vorstellt. Das kann einfach nur ein kleiner Meetingraum sein oder ein kleines Miro-Board zum Beispiel, wo man drauf ist und guckt sich die aktuellen Dinge an auf einer High-Level-Sicht. Also Details braucht man an der Stelle meistens dann noch nicht. Wir verweisen auf Details, aber das nicht. Eine andere Methode, die wir immer wieder im Einsatz haben, ist eine Strategy Map. Zu sagen, lass uns doch einfach mal die Geschäftsziele mit der großen Vision und den aktuellen Tageszielen, Sprintzielen oder was auch immer wir gerade haben, mal miteinander verbinden, grafisch darstellen und das Ganze mit Narrativen verbinden. Also das heißt hier die Verbindung zwischen Strategie und operative Ebene, also auch wirklich grafisch darstellen. Jeder kennt Roadmaps, das ist klar. Es gibt auch ein sehr gutes Beispiel von Roman Pichler, die Goal-Oriented Roadmap, das trifft sozusagen noch am besten, ist dann meistens tabellarisch oder sehr sequenziell, aber so funktioniert die Welt nicht. Die funktioniert so, dass Ziele auf mehrere Ziele einzahlen oder dass wir verschiedene Wege haben, um ein Ziel zu erreichen. Und das möchte ich idealerweise mit unserer Strategie dann auch abbilden und das Narrativ mit so einer Map dann auch darstellen. Genau, Das sind so Methoden, deshalb die auch wir am das Anfang Mapping auf dann, ne? jeden Fall. Dass du Ja, die Verbindung in mehrere Ecken ziehen ja. kannst, ne? Was du jetzt mit der Grundidee bei einem Canvas wie bei Pichler oder auch mit einer Mindmap dann nur beschränkt machen kannst, sondern schon kreuz und quer in alle Richtungen. Ja. Also strukturiert mit Kreuz und Quer allerdings, dass die Verbindungen eben nicht einfach nur linear sind. Und das ist so die Idee. Und dann ein Mittel, ja, ich denke mal, hat sich auch schon, das können wir schon als etabliert bezeichnen, eine Story Map zum Beispiel, die dann die Prioritäten nach Themengebieten oder nach Aktionen des Nutzers im Endprodukt dann nachher auflistet. Allerdings in Kombination mit den Zielen, die dann in der Story Map sind. So, und nicht in der Story Map, in die Story Map mit der Strategy Map. Und das ist etwas, was wir versuchen, und das ist so der Skill, der dahinter steht, zu sagen, finde für den entsprechenden Punkt, den du jetzt gerade hast, Übersicht über die Produktentwicklung oder den Nutzer besser verstehen oder die Strategie oder die Zusammenarbeit besser verstehen oder von mir aus auch die Metriken mal in Übersicht zu haben, was auch immer gerade die wichtigste Fragestellung ist, aber nimm sie nicht nur einzeln, sondern versuche sie zu verbinden, damit ein Gesamtbild daraus entsteht. Weil ein Bild alleine reicht nicht, eine visuelle Methode reicht nicht. Du musst immer mehrere im Einsatz haben, weil einfach unterschiedliche Perspektiven da drauf. Ist für dich, Ja. was hat für dich dann eine höhere Tragkraft? Die einzelnen visuellen Methoden gut anwenden zu können oder diesen Metaskill, den du gerade angesprochen hast, die Auswahl zu tätigen, beziehungsweise auch die Verknüpfung herzustellen und mehrere zusammenzupacken? Mhm. Natürlich, wenn du das falsche Werkzeug wählst, dann hast du ein Problem, aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht so schwer, wenn du ein bisschen Erfahrung hast oder wenn du mal hier so durchblätterst, was gibt es denn da so für verschiedene Cluster, da kann man so ein bisschen durchs Deck mal durchgehen und sagen, was können sie denn da passen, wenn man gar keine Idee hat. Oder man kann auch eine KI fragen, sag mir doch mal, was für gute Methoden gibt es denn da? Ich habe selber mal ein Custom-GPT dafür gemacht, war so okay, aber der Skill, die richtige Methode auszuwählen, ist eins. Die Skill so auszuwählen, dass sie dann nachher auch noch Bestand hat und mit anderen Methoden zusammenpasst, das ist etwas, das habe ich sehr selten gesehen. Und ich glaube, diese
Punkte rauszugreifen. Also nicht die Methode perfekt zu beherrschen. Das kann man mit der Zeit lernen, das kann man trainieren oder coachen, das mache ich ja auch gerne, das ist ja überhaupt kein Ding. Aber zu sagen, so, und jetzt lass uns die richtigen Methoden im Set auswählen, das glaube ich ist etwas, was ich als sehr wichtig und mit einer höheren Priorität bewerten würde. Okay. So, jetzt hast du OBR erwähnt, Strategy Maps, Story Maps, Personas, Produktvisionen. 57 insgesamt. Ich bin schon neugierig, was da alles drin steckt. Aber da reicht natürlich die Zeit wieder nicht. Dann versuche ich mal ein paar rauszupicken. Welche ist denn deine Lieblingsmethode aus dem ganzen Stapel? Mhm. Ist ein Canvas. Canvases gibt es ja auch wie Sand am Meer. Das ist das Genau. bekannteste Business Model Canvas zum Beispiel oder Project Canvas. Das Project Canvas von Over the Fence, das hat mich dazu inspiriert, okay, die machen das jetzt für Projekte. Wir brauchen sowas für Produkte. Da gibt es auch einige, unter anderem auch das Vision Canvas von Pichler, hattest du gerade eben auch erwähnt. Und da haben wir in unseren Beratungsaspekten immer gesagt, ja, wenn wir in einen Beratungsauftrag gehen, dann müssen wir uns erstmal sehr schnell ein Bild verschaffen. Und das machen wir ein strukturiertes Interview, und dann nehmen wir doch gleich ein Canvas dazu und haben die wichtigsten Aspekte auf dieses Canvas gepackt. Mehrere Module, die wir je nach Fragestellung auch mal austauschen können. Und das Schöne dabei ist, das haben wir erstmal so gemacht, damit wir ein schnelles Bild bekommen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wir gehen dort rein, ja, sagt uns doch mal, was ist die Vision davon, was sind die Unternehmensziele, was sind eure Anwender eigentlich, was sind die Hauptbedürfnisse. Nur ganz kurz, das wisst ihr ja schon alles, ihr seid ja schon seit ein paar Monaten dran in der Produktentwicklung. Könnt ihr uns das einfach nur mal ganz kurz sagen? So, wir brauchen ja nur, wenn ihr alles wisst, ja nur eine knappe Stunde vielleicht dafür. Und siehe da, meistens kommt dabei raus, dass die Leute halt eben nicht alle Aspekte haben oder dass sie sich nicht sicher sind oder dass sie jetzt, wo sie mal das Gesamtbild sehen, plötzlich erstaunt sind, was denn da alles dahinter steht. Und dann haben wir gemerkt, das ist ja nicht nur für uns wichtig, das ist ja auch für unsere Kunden wichtig, also für die Unternehmen, die wir beraten, die Produktorganisation. Und die gewinnen dadurch Klarheit auf einer ganz abstrakten High-Level-Ebene, von der wir aus dann weitergehen können. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass wenn wir mit diesem Product Development Canvas, was einfach mal die wichtigsten Aspekte über die gesamte Produktentwicklung auf einem Canvas kurz zusammenfasst, wo nur wenig Platz für die paar Post-its drauf ist, können wir dann nach und nach das ganze Ding ausbauen bis hin zu dem OBR, also dem Projektraum, den gemeinsamen Projektraum. Und so hat sich da auch so eine Art Vorgehensweise auch entwickelt, wo wir sagen, guck mal hier, Visual Product Ownership startet halt mit ein oder zwei visuellen Methoden, die dazu führen, dass man andere visuelle Methoden nutzen kann, um die Sachen zu konkretisieren, Details hinzuzufügen, ohne gleich in eine Dokumentenschlacht auszuarten. Du kannst also weiter noch auf der visuellen Ebene bleiben und so ergibt sich dann nachher ein Komplettbild mit lauter visuellen Methoden. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Also, wenn du mich fragst, was meine Lieblingsmethode ist, starten mit einem Product Development Canvas und dann ausbauen das Ganze hin zu weiteren visuellen Methoden, so wie das Unternehmen es gerade braucht. Also gibt es kein Kochrezept, mach es so und so, sondern es gibt, hey, wenn du das vorhast, dann kannst du das mal ausprobieren. Und das ist so die Idee, die dahinter steht. Jetzt hast du es gerade schon erwähnt, aber ich möchte nochmal kontrollieren, ob ich es richtig verstanden habe. Das Product Development Canvas ist sowohl eine deiner Lieblingsmethoden, aber es ist auch die Methode, mit der ihr meistens startet, oder gibt es da eine andere? Nee, das ist genau die Methode, mit der wir starten, weil damit verschaffen wir uns, nochmal, du kommst ja rein, du hast ja keine Ahnung, was da passiert, oder aber du kriegst ja einen Auftrag, sag mal, wir haben hier den Überblick verloren, könnt ihr uns da mal wieder helfen, zu sagen, wo geht die Reise eigentlich hin? Das ist dann so eine Konsolidierung und Startmethode, die wir haben. Ich habe es auch schon bei Greenfield, also auf der grünen Wiese zu starten, sag mal, wo soll die Reise hingehen, genutzt. Also insofern ist das so ein Schweizer Taschenmesser, was man da nutzen kann. Und von da aus geht es dann weiter. Deshalb ist das so meine Go-To-Methode. Okay. Was ist denn der generelle Bestseller? Also welche Methode siehst du denn am häufigsten angewendet, anwendbar oder den Bedarf, dass sie angewendet wird? Mhm. Lass mich da noch ein, zwei Sachen vorher ausholen, Okay. weil wir haben den Begriff visuelle Methoden ja jetzt noch gar nicht genau gefasst. Was ist es eigentlich? Klar, es ist ein Canvas, das passt schon. Dann haben wir natürlich typische Kanban-Boards oder Boards, die
Tasks abbilden und so weiter, also Arbeitsflüsse darstellen. Mhm. Das heißt, wir haben Canvas, wir haben Boards, wir haben Maps, wie das Story Map zum Beispiel, die auf einen anderen Aspekt münzt. So, und dann kommen noch solche Dinge wie Metaphern mit rein, die vielleicht eine Produktvision unterstützen können. Dann kommen noch Dinge mit rein, um Meetings auch visuell zu unterstützen. Das macht gerade im Remote ist das sehr sinnvoll, ist aber auch in Präsenz ein bisschen aufwendiger, aber geht auch da, um zum Beispiel visuelle Landschaften zu machen, um Reisen, um Hindernisse oder was auch immer die Metapher gerade ist. Jeder kennt vielleicht eine Sailboat-Retrospektive, wo man dann sagt, man Leider, nimmt ja. eine Metapher, um den Fokus und das Denken in eine andere Richtung zu lenken. Aber man kann solche visuellen Kollaborationstools auch nutzen, um durch das Meeting komplett durchzuleiten, also eine visuelle Agenda zu bringen. Also auch das ist eine visuelle Methode, die man nutzen kann. Und da sind wir auch wieder bei Skills, die jeder, der irgendwie mal facilitiert, nutzen könnte. Also definitiv Future Skills, die dahinter stehen. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch etwas komplexere Maps oder auch Prozessdiagramme, die dann auch noch dahinter stehen. Komplexere Maps, wie zum Beispiel eine Wardley Map oder sowas, wo wir Mhm. strategische Zusammenhänge von Produkten und so weiter dahinter stehen haben. Und das sind alles ja, die Methoden, die quasi, also die Klassen von visuellen Methoden, die dahinter stehen. So, und jetzt habe ich so viel geredet und habe die Frage vergessen. Was war die Ausgangsfrage? Welche ist denn die also der Bestseller? Welche Der Methode Bestseller. setzt ihr am häufigsten ein, weil der Bedarf da ist, weil die Leute danach rufen, weil sie eingängig ist oder warum auch immer? Aber welche, ne, wir haben jetzt über deine Lieblingsmethode gesprochen, über die, mit der ihr startet. Was ist die, die am häufigsten Anwendung findet? Mhm. Also als ein One-Shot zum Beispiel natürlich sehr häufig die Canvases, die in Workshops eingesetzt werden, ist natürlich auch vollkommen okay. Die werden dann meistens aber nicht weiter verwendet. Das nächste, was wir, glaube ich, was eigentlich das häufigste wirkliche Arbeitsmittel ist, also was ich als visuelle Methode par excellence beschreiben würde, sind natürlich Kanban-Boards auf verschiedensten Ebenen, von Portfolio-Ebene bis hinunter zu Taskboards von einzelnen Teams. In der Mitte dann zum Beispiel ein Product Backlog Kanban, also wo man dann sagt, die Arbeit auf der Story-Ebene, Epic-Ebene, wenn wir in dem Kontext unterwegs sind, oder halt ja, High-Level Kundenbedürfnisse, die wir erfüllen wollen. Das sind so die Ebene, die dazwischen steht. Und das sind so die Methoden, Kanban-Boards, das sind die eigentlich am meisten zu sehen sind. Mhm. Und welche Methode ist der Underdog? Also welche wird zu selten angewendet? Welche wird zu selten angewendet? Wo Ha. du dir denkst, das müssten wir eigentlich, aber die will keiner haben, aus irgendwelchen Gründen. Oder die ist den Leuten zu schwierig, da merkst du, dass sie zurückrudern. Welche müsste eigentlich häufiger gemacht werden? Ja, ich habe eine Methode, die ich gerne einsetze, die ist aber jetzt auch nicht ganz so einfach mal eben so aus dem Ärmel zu schütteln, weil das ist dann eine Concept Map, also eine Map, auf der man sich dann frei die Elemente bewegt, die People Interactions Map. Die Mhm. nutze ich gerne, um Zusammenarbeit darzustellen, den Fluss der Arbeit oder die Wertstromkette, aber eben auch die Nähe zu anderen Arbeitsgruppen, die Nähe zum Kunden, die Nähe zu Stakeholdern an der Stelle. Und mit so einer räumlichen Map, die halt eine ganze Reihe von Informationen beinhalten kann, arbeite ich ganz gerne. Die ist allerdings ja auch nicht ganz so einfach zu erlernen. Also das habe ich dann schon gemerkt, dass man sagt, man erkennt ein paar Dinge, aber um die dann zu pflegen, braucht es immer wieder jemanden, gut, das gilt für viele Methoden, aber es braucht immer jemanden, der sagt, ich halte die jetzt mal aktuell, weil es wäre schon wichtig, dass wir hier wissen, an welchem Thema arbeitet jetzt gerade eine Arbeitsgruppe mit einem großen Fokus. Wie wirkt sich das auf die umliegenden Arbeitsgruppen aus oder wie wirkt sich das auf unsere Stakeholder, Kunden und so weiter aus? Und das ist etwas, das kann man grafisch sehr schön darstellen, braucht aber ein bisschen Erfahrung. Und wie man die Methode für seine Verhältnisse anpasst, da denke ich mal, sollte man schon ein bisschen erfahrener im Umgang mit visuellen Methoden sein. Also das ist etwas, das Mhm. ist ein Skill, der ist nicht so, ja, der fällt nicht vom Himmel. Da muss man die Zusammenhänge versuchen zu erkennen, sie auf den Punkt zu bringen. Und je einfacher nachher so eine Map dann nachher aussieht, desto mehr Hirnschmalz hat man reingesteckt. Das ist Mhm. genauso wie bei einer guten Zusammenfassung. Wenn du es schaffst, auf einen Satz zu reduzieren, hast du eine ganze Menge Arbeit reingesteckt. Und das gilt auch für Visualisierung. Ja, definitiv. Aber jetzt erzeugst du natürlich, oder ja doch, erzeugst du auch eine gewisse Fallhöhe.
wie aufwendig ist denn visuelles Product Ownership im Vergleich zu dem in Anführungszeichen üblichen oder normalen Product Ownership? Wie viel Skill gehört da eigentlich dazu? Muss ich künstlerisch begabt sein? Müssen alle irgendwie zeichnen können oder affin sein? Oder also welche Kosten kommen denn im schlimmsten Fall auf uns zu? Ja, also die Bandbreite ist davon, hey, leg los, nimm dir ein Post-it, schreib was drauf, nimm ein zweites Post-it, leg ein Handy an die Wand und zieh einen Pfeil dazwischen. Mhm. So, das kann jeder, das ist also, erfordert überhaupt keine Skills. Wenn du dann noch ein Strichmännchen drauf machst und sagst User drunter, dann ist alles gut. Und reicht. Also das ist sozusagen das Einfachste, was wirklich jeder kann. Und da würde ich auch sagen, leg los, tut es. In dem Moment, wo du in einem Meeting dabei bist, merkst, die Energie geht runter, man redet über irgendwas oder der nächste redet über, bringt's aufs Flipchart, ans Whiteboard oder aufs virtuelle Whiteboards und sagt, habe ich das richtig verstanden? Der steht also jetzt, der möchte die Informationen an den liefern und der wartet jetzt auf den und der liefert auch noch dazu. Okay, zack, lass uns das an die Wand hängen. In dem Moment geht die Energie im Raum nach oben, weil plötzlich jeder mitreden kann und mit dem Finger drauf zeigen kann, was da gerade passiert. Also das ist sozusagen, das kostet überhaupt nichts, easy. Ein Canvas kann auch sehr einfach sein. Man stellt sich vielleicht ein paar Fragen da vorab, überlegt sich welche oder man hat ein Canvas, was schon da ist. Die Inspirationsfragen sind dabei, man muss es vielleicht ausdrucken oder auf dem Board bringen und die Post-its dazu hinhängen. Und das war es dann schon. Also auch das ist sehr, sehr mit wenig Aufwand. Wenn man dann nachher das Canvas sogar über den einen Workshop hinaus verwendet oder nach und nach dann auch wieder leer räumen kann, das ist perfekt. Also da geht ein bisschen mehr Planungsaufwand vorab rein und ein bisschen mehr Hirnschmalz, wie man das dann nachher sinnvoll wieder überführen kann, oder einfach zu sagen, ja, auch das geht. Mirobot, fass mir doch mal bitte hier dieses aktuelle Bild zusammen. Dann macht er das sehr schön, aber ja, das war nicht im Sinne des Erfinders. Ich würde sagen, lass uns bei dem Bild starten und das dann nach und nach weiterverarbeiten zu anderen Dingen, wie beim Product Development Canvas, was ich ja eben erklärt habe. Das sind so Sachen, die einfach funktionieren. Ein Aubert zu gestalten zum Beispiel, das ist ein Skill, den musst du lernen. Das ist etwas, da gibt es nicht umsonst auch noch Kurse dazu. Ja, größeres Thema. Ich selber zum Beispiel bin gerade in der Zertifizierungsrunde noch zum Aubert-Coach, um sozusagen diese Methode halt dann auch zertifiziert weitergeben zu können. Jetzt können wir über Zertifikate reden, aber letztendlich ist es etwas, da wollte ich noch unter dem, was ich in der Praxis gelernt habe, noch einen Haken machen, dass es sozusagen auch noch einen offiziellen Stempel kriegt. Und das wäre sozusagen schon dann die High-Klasse, weil da geht es dann auch um Zusammenarbeit, Interaktion zwischen den Menschen, die richtigen Leute einladen, mit den Leuten, die gut dadurch zu moderieren. Und das ist eben nicht nur einfach ein Canvas aufhängen, sondern das ist eine ganze Menge mehr. Ja. Und dann, wo es ein bisschen künstlerischer wird, ist, wenn es ums Metaphern geht und so weiter, da kann man aber auch das Ganze lustig gestalten. Also ich habe im Training zum Beispiel einmal vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis im Sinne von selber machen und machen lassen. Da haben wir für ein Projekt ein grafisches Vokabular erstellt. Haben gesagt, okay, was sind die wichtigsten Begriffe, die wir haben, was sind die wichtigsten Konzepte, Orte, Informationen, die fließen. Schreibt die mal auf. Die wichtigsten, die immer wieder kommen, haben dann geclustert und danach gesagt, so, und jetzt malt mal für all diese Begriffe ein Icon. Nummer 1 ist, das war viel Spaß. Nummer 2 ist, die Leute haben sich intensiv mit dem Projekt auseinandergesetzt und haben dann nachher darüber diskutiert, ob diese Darstellung die richtige ist. Das heißt also, die Knackpunkte sind da schon allein nur beim Finden der visuellen Sprache rausgekommen. Und am Ende vom Training habe ich dann die Leute gefragt, okay, bis also die Frage kam, das hätte man doch auch mit ChatGPT machen können. Oder Midnight Journey oder was auch immer gerade so da führend ist. Und ich so, klar, hätte man das machen können. Aber Nummer 1 ist, hättet ihr Diskussionen gehabt? Hättet ihr so viel Spaß gehabt? Und hättet ihr euch dann euer Gehirn, hätte sich das so mit der Materie auseinandergesetzt, wie ihr das getan hättet? Und die Antwort ist natürlich nein, weil wenn man den Stift in die Hand nimmt und was malt, werden ganz andere Neuronen und Synapsen gefordert, als wenn man das eben in ChatGPT eingibt oder vielleicht sogar Spracheingabe. Und dafür sind dann schon, ich sage mal nicht künstlerische Fähigkeiten, aber ja, man sollte, es ist schöner, wenn man eine Banane also krumm zeichnen kann und das Männchen gerade oder umgekehrt, dann sorgt es für einen Lacher. Nachher wird man schon ein bisschen mehr Aufwand reinstecken, wenn man es immer wieder benutzt, das Icon vielleicht ein bisschen hübscher zu machen. Aber es geht nicht um Kunst. Es geht nicht darum, besonders tolle Sachen zu haben.
eine gewisse Ästhetik gehört dazu, aber die Ästhetik kommt von der Struktur und von der Klarheit, die dahinter steht. Und das würde ich mal in den Vordergrund stellen. Okay. Apropos tolle Sachen. An dieser Stelle müssen wir einmal kurz unseren Sponsor der heutigen Folge zu Wort kommen lassen, denn der hat auch tolle Sachen im Petto. Angenehmen Wahrheiten, die man sich stellen muss, ist ja, dass das Verhalten meiner Mitarbeitenden am Ende das Ergebnis meiner Führungsarbeit ist. Das heißt, wenn ich da immer das Gefühl habe, die kommen nicht zu Potte, die übernehmen keine Verantwortung, ist es halt dummerweise in der Leadership-Rolle so, dass ich mir die Frage stellen muss, was trage ich dazu bei, indem ich Dinge tue oder nicht tue. Willst du auch lernen, wie du dein Leadership effektiv verbessern kannst? Dann lass uns gerne darüber reden in einem unserer Certified Agile Leadership Kurse bei IT Agile. Und wenn ihr uns auch mal unterstützen wollt, die Meinung geigen oder einfach nur Feedback geben oder Themenwünsche äußern, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an info@agila-norden.de. Für alle, die es nicht wissen oder jetzt verwirrt sind, der Agila Norden e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der für uns die Dachorganisation übernimmt und hier den rechtlichen Rahmen stellt. Zusätzlich nutzen wir Sponsoren und andere Unterstützer, um das Licht anzulassen, denn wir machen das hier alles ehrenamtlich in unserer Freizeit. Wenn ihr da auch mal dabei sein wollt, ebenfalls eine E-Mail an info@agila-norden.de. Wir haben immer noch Sponsorenplätze frei, hier in dieser Sendung oder in anderen Formaten von uns, und wir sind auch ständig auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Ansonsten habt ihr wahrscheinlich schon getan. Wenn nicht, dann bitte noch liken, subscriben und weiterleiten an alle, die es interessieren könnte. Und damit sind wir wieder bei dir, Olaf, weil mich interessiert jetzt auch noch, kurz haben wir über die Fallhöhe gesprochen, den Aufwand, sich künstlerisch dort einbringen zu können bei den visuellen Methoden, was ja meiner Erfahrung nach schon für einige auch so ein leichtes Zögern verursacht. Im Vergleich zum traditionellen, klassischen, zur schriftlichen Projektdokumentation, ne, Projektplan, Dokuseiten, wie viel Mehraufwand steckt üblicherweise in visueller Product Ownership, wenn überhaupt? Das mal dazu gesagt, ne? Ich will nicht suggerieren. Und wie langlebig ist das im Verhältnis zu üblicher Dokumentation? Die Dokumentation ist immer nur temporär. Das heißt also, wir reden hier von der Produktentwicklung. Die Dokumentation, die dann nachher Bestand haben soll, da setzen wir eher auf Standards, da setzen wir dann zum Beispiel BPMN oder sowas, das wäre ein Punkt, der dahinter steht. Aber für Was die ja auch Sachen, wieder eine die visuelle Methodik ist, ne? Also. Ja, natürlich, aber wenn wir Prozessflows oder was haben zum Beispiel, dann nehmen wir lieber Standards, weil die muss keiner erklären. Genau, Allerdings, wenn wir in einem Projektumfeld und selbst bei größeren Gruppen etabliert sich sehr schnell eine gemeinsame Sprache. Wie gesagt, das kann man durch Workshops triggern, sowas wie ich gerade im Training auch mal dann erwähnt hatte. Allerdings die Aufwände sind nicht so groß. Jeder muss es ja sowieso mal verstanden haben. Also das heißt, wenn du jetzt in einem klassischen Projekt unterwegs bist, da muss irgendjemand ein Glossar erstellen. Das ist aber meistens eine One-Way-Geschichte. Das heißt also, jemand erstellt ein Glossar und die anderen müssen es verstehen. Bei einer visuellen Methode, also einem visuellen Vokabular, da geht man gemeinsam ran und jeder erarbeitet sich das Vokabular, was dahinter steht, und das wächst dann mit der Zeit. Also wie ist denn der Aufwand? Also ich hatte gerade gesprochen von wegen so visuelle Landschaften, die dahinter stehen, die haben den größten Aufwand. Die machen dann Sinn, wenn da jemand mit einem Skill dran geht und sobald eine größere Menge an Leuten da sind. Also ich habe das zum Beispiel für einen Kunden mal gemacht, Großkonzern, und die hatten dann nachher 100 Leute im Workshop. Und das Ganze war komplett remote und das Ganze sollte über mehrere Stunden gehen. Es ging um Free Selection, also Team Selection Workshop. Die alten Teams wurden aufgelöst, die neuen Teams kamen dahin. Und das Ganze wurde durch eine visuelle Landschaft gesteuert. Das hat den Leuten ganz klar einen Fokus gegeben, wo sind wir gerade, wo müssen wir hin, was ist unsere aktuelle Aufgabe. Wenn die in Gruppenarbeiten unterwegs waren, hatten sie immer einen Orientierungspunkt. Der Moderator, in diesem Fall war ich, zusammen mit einem technischen Moderator unterwegs. Wir hatten immer den Blick, wo wuselt jetzt gerade der entsprechende Cursor rum. Das sieht man auch im Raum dann ganz gut, wenn die Leute dann sagen, oh, wir gehen nochmal zurück zur alten Welt, wissen wir gerade, wo das Team steht und so weiter und so fort. Das heißt, da kann man mit visuellen Mitteln viel tun. Der Aufwand dahinter war sehr groß. Hat sich aber gesagt, Moment mal, ich habe jetzt hier für mich selber 2-3 Tage Aufwand, das Ding vorzubereiten. Allerdings hat es dann nachher 100 Leuten mehrere Irritationen und dementsprechend eine ganze Menge an Zeit erspart. Und damit lohnt sich der Aufwand wieder. Also pauschal kann ich es nicht sagen, aber in dem Moment, wo du sagst, wir bauen mal eine Story Map auf, das musst du sowieso tun. Du musst eine Priorisierung durchführen.
Du musst das Ganze irgendwie Themen zuordnen. Noch schöner wäre es doch, wenn es auch gleich den Zielen zuordnen kann. Und dementsprechend ist der Aufwand gar nicht so groß, weil du kannst ja auf den visuellen Methoden, die du vorher gemacht hast, aufbauen. Und die sind sowieso irgendwo mal niedergeschrieben worden. Also dann schreibe ich es auch lieber in eine Form, die zugänglich ist, die im Raum sich besser verteilen lässt und wo ich aufgrund der räumlichen Informationen noch zusätzliche Informationen bekomme, weil ich weiß, ein strategisches Ziel, was halt die Vision ist, die ist jetzt in meiner Map deutlich weiter auf der rechten Seite. Das, wo wir gerade sind, das ist im Zeitstrahl eher da, wo wir jetzt sind. Und jeder kann zuordnen, was jetzt sozusagen zeitlich gerade am nächsten kommt und wie das auf die anderen Sachen einzahlt. Und ich weiß, die, wo wir jetzt sind, das sind die deutlich feingranulareren Informationen. Und das, was weiter in der Zukunft liegt, ist viel Spielraum, ein bisschen vage das Ganze, aber es gibt uns eine Richtung. So, das sind so gleiche Informationen, die habe ich auf einen Blick. Ich weiß sofort, ich muss da hingucken, oder wo muss ich hingucken, wenn ich jetzt das nächst größere Ziel haben will, dann muss ich nicht irgendwie groß suchen. Klar, eine Excel-Tabelle kann ich auch sortieren, aber eine visuelle Methode ist nochmal was anderes. Ne? Dann sehe ich es doch gleich viel einfacher und das Gehirn nimmt es viel besser auf. Jetzt hast du nebenbei schon öfter von auch Remote angesprochen. Das ist ja auch sagen wir mal, ein Trend, im Homeoffice zu sein. Der schwappt ja immer hin und her und das eine Unternehmen schickt wieder Leute nach Hause, die anderen schicken sie wieder ins Büro. Was ist denn was favorisierst du persönlich? Das Ganze vor Ort an Papier und Wand zu gestalten oder in einem Remote, in einem digitalen Setup? Hat beides seine Vor- und seine Nachteile. Letztendlich würde ich einen größeren Workshop oder auch da, wo es um Beziehungen geht, wo es darum geht, wirklich mal die Knackpunkte anzusprechen, also die Perspektiven sehr stark unterschiedlich sind, würde ich immer Präsenz versuchen hinzukriegen. Auch wenn die Kosten vielleicht mal ein bisschen höher sind, selbst mit Flug und Übernachtung. Wenn im Projekt nachher versteckte Konflikte sind oder Perspektiven nicht genannt sind und dann einer sagt, ich arbeite dann da vorbei, dann wird es viel, viel teurer. Natürlich muss man so vorbereiten, dass es dann nachher auch remote funktioniert. Da kann man ein paar Tricks machen, wie zum Beispiel im Workshop, klar, arbeitet mit auf Papier, dann lässt man sich das Ganze digitalisieren. Da hilft einem dann die KI auch wieder sehr gut, die macht das nämlich nicht schlecht. Oder aber man kann auch gleich natürlich auf einem Touchscreen arbeiten, auf einem großen, aber das ist nicht so schön wie auf Papier. Also ich würde jederzeit Papier und vor Ort bevorzugen bei den wichtigen Sachen. Mir ist aber auch klar, dass Remote eine ganze Reihe von Vorteilen hat. Dementsprechend werden wir wohl um das Hybride nicht rauskommen. Also lasst uns doch dann die Räume gleich so gestalten, dass wir sie sowohl als auch nutzen können. Und das haben wir auch schon mal gemacht. Wir haben so ein OBR auch mit Touchscreen ausgestattet und haben uns dann da virtuell da vorgestellt. Der Workshop selber lief auf Papier und die Ergebnisse nachher zu digitalisieren. Ja, es war ein bisschen mehr Aufwand, als es gleich elektronisch zu machen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also das ist so meine Quintessenz daraus. Okay. Dann noch eine letzte Frage zu den einzelnen Methoden. Und zwar hätte ich gerne du hast ja schon Obeya angesprochen, ne, als tatsächlich raumfüllende Anwendung von visuellen Methoden. Kannst du uns noch eine ganz große und eine ganz kleine Methode nennen, die wir noch nicht gehört haben? Eine ganz große und eine ganz kleine Methode. Fangen wir mit einer kleinen an. Eine kleine ist zum Beispiel eine Persona. Ne? Wenn man sagt, okay, lass uns einfach mal unsere Benutzer, wenn wir sie nicht in direkten Zugriff haben, ich meine, perfekt, wenn du deinen Key-User im Raum hast, noch besser geht's nicht. Den Luxus hat man heutzutage leider nicht so oft. Manche Leute haben überhaupt keinen Kontakt zum User. Das ist ein ganz anderes Problem. Das würde ich versuchen, anderweitig zu lösen. Aber wenn man es eben wirklich nicht hat, dann braucht man so einen prototypischen User als Persona zum Beispiel. Jetzt kann man das ein bisschen einfacher gestalten, ein bisschen aufwendiger. Ich würde es immer so einen Steckbrief machen. Aber so einen Steckbrief hinzuhängen mit einem Gesicht, mit einem Namen und vielleicht mit ein, zwei Bedürfnissen, die derjenige hat und in welchem Kontext er unterwegs ist. Und das hängt dann nachher irgendwo, zum Beispiel in der Nähe von so einer Story Map oder in der Nähe von einer Customer Journey, dann wäre das auf jeden Fall schon mal hilfreich. Wie gesagt, eine komplette Persona zu entwickeln, ist gar nicht so ohne. Wäre dann noch mehr schade, wenn sie in der Versenkung verschwindet. Aber wenn ihr Personas habt, dann nutzt die und hängt sie dorthin, da wo sie nachher braucht. Und arbeitet damit. Das wäre so ein bisschen so der Appell bei der ganzen Geschichte. Noch eine größere Methode. Ich habe nicht so oft, muss ich dazu sagen, also das ist so ein bisschen der Exot. Ich habe es vorhin mal ganz kurz erwähnt, eine Wortly Map. Das ist eine Methode,
die ist schon verdammt aufwendig, weil da geht es darum, darzustellen, welche Produktkomponenten, wo sind die einzusortieren. Das ist so eine zweidimensionale Map. Auf der einen Achse sagt man, okay, ist das eher etwas, was wir komplett experimentell haben, oder kann man das am Markt kaufen und je mehr man davon kauft, desto billiger, also Marktreife, beziehungsweise Marktsättigung sogar schon dahinter. Wo stehen also die entsprechenden Produktkomponenten auf diesem Level? Das ist eine Achse, und die andere Achse ist, wie sichtbar ist diese Komponente für unsere Anwender. Und wenn sie ganz unten ist, ist vielleicht irgendeine Backend-Funktionalität, irgendwie high sophisticated Magic KI-Anwendung, was auch immer, die erstmal so gar nicht gesehen wird und die dann durch irgendeinen Zauber nach oben irgendwelche Zahlen produziert. Ne? Sowas in der Form. Das klingt erstmal so einfach. Letztendlich hängt dahinter aber dann auch eine ganze Reihe von strategischen Entscheidungen. Wo wollen wir unsere Kernkompetenz aufbauen? Haben wir die Kernkompetenz? Wollen wir diese Komponente überhaupt in den Markt, zur Marktreife bringen, oder wollen wir die lieber für uns lassen? Oder gibt es sowas vielleicht schon woanders, eine Make-or-Buy-Entscheidung? Also das ist ein Werkzeug, wo eine ganze Reihe von unternehmensstrategischen Entscheidungen hinterstehen. Und das ist mächtig. Auch wenn es einfach nur eine Map an der Wand ist, dahin zu kommen, die Diskussion dahin und dann nachher die Entscheidungen, die sich daraus ableiten, da können auch Umstrukturierungen dahinter stehen, sagen, okay, wir müssen jetzt, um das die Kernkompetenz wieder ins Boot zu holen, müssen wir einfach mehr Kompetenz aufbauen im Bereich von XYZ. Und das ist eine strategische Entscheidung, die dann auf Unternehmensebene getroffen wird. Und da arbeiten dann Technik und Unternehmensstrategie, Produktmanagement sehr eng zusammen. Das heißt also, es ist ein sehr mächtiges Werkzeug, und das würde ich als sehr verdammt großen Methoden im Bereich Unternehmensstrategie mit einsortieren. Okay, cool. Dann lass uns mal uns langsam von den einzelnen Methoden verabschieden und nochmal so ein bisschen auf die allgemeinere Flughöhe zurückkommen und über die für uns ja namensgebenden Future Skills reden. Weil ich vermute fast, dass Visualisierung alleine jetzt nicht der Future Skill ist, das hast du ja schon angedeutet, sondern es hat eine gewisse Relevanz, visuell das aufzuarbeiten. Stecken da einzelne Aspekte für dich drin, die du sogar als einzelne Future Skills rausziehen würdest, also die besonders relevant sind auf dem heutigen Arbeitsmarkt oder auch für den zukünftigen? Ja, du hast ja eben die Frage gestellt nach, was sind die Methoden, die wir so im Koffer haben. Also jetzt habe ich dir das Kartenset gezeigt, da ist eine ganze Menge drin. Da ist auch eine Strukturierung mit dabei, die hilft so ein bisschen dabei, auch für die Skills, die man benötigt, da mal nachzuschauen. Wir haben das Ganze auch nochmal im Buch zusammengefasst, sozusagen, wo unsere gesamte Erfahrung mit reingeht, was wir in der Praxis so erlebt haben. Und da haben wir das Ganze nach Aspekten gegliedert. Diese Aspekte umfassen erstmal vordergründig ein Set an Methoden, aber dahinter steckt auch noch ein Aspekt, der für die Produktentwicklung notwendig ist, und das ist verbunden mit einem klaren Skill, der dahinter steht. Also wenn ich das jetzt mal so ganz kurz in der Übersicht sagen sollte, also wir hätten hier eine Übersicht, wo ich sagen könnte, okay, du hast ein High-Level-View, wo es also darum geht, wie kriege ich das Big Picture sozusagen wieder dahin? Und das ist natürlich sowas wie eine Übersicht zu schaffen oder die Strategie im Blick zu behalten. Oder aber diese Systemsicht zu synchronisieren, das wäre dann sowas wie der OBEA, der dahinter steht. Ne? Also das heißt, da ist quasi dieser Skill ist, ich möchte ein High-Level-View erschaffen. Dazu brauche ich in verschiedenen Aspekten der Produktentwicklung, weil eine Produktstrategie ist enorm wichtig, die gleichzeitig aber die Übersicht nicht nur über die Strategie, sondern auch über sowas wie Stakeholder, Anwenderbedürfnisse oder auch technische Aspekte, die wir einhalten müssen, zu haben. Dazu brauche ich eine Übersicht. Und jetzt sind wir genau bei dem drin, das Match zu den Skills. Oder weitere Aspekte sind gemeinsam, wie soll ich sagen, der Hauptskill wäre eigentlich das Befähigen zum gemeinsamen Mitdenken. Das heißt also, wie kann ich es schaffen, dass wir ein besseres Verständnis zwischen der Technik, also Fachbereich, und Umsetzung, Implementierung, also Entwicklungsteams zum Beispiel kriegen? Oder wie können wir drüber nachdenken und reflektieren und sichtbar machen, wie unsere Kooperation ist? Das wären so die Sets, die wir haben. Dann einen habe ich noch vergessen, damit wir auch auf 6 kommen. Ach so, genau. Und das Machen. Das heißt also ins Umsetzen kommen, was ist das nächst Wichtige, was wir eigentlich tun müssen? Und das ist nicht einfach nur eine Prioritätenliste, die in einem Product Backlog ist, sehr schön, in der Story Map noch besser, aber zu sagen, okay,
wie können wir jetzt im Bereich von Komplexität, also unter Komplexität, die Entscheidungen treffen, sowohl auf operativer Ebene als auch auf strategischer Ebene. Und das sind sozusagen jetzt die Sachen, die mit den Skills matchen. Also ich habe jetzt mal kurze Übersicht gegeben. Wenn ich das Ganze jetzt mal schaue, dieser High-Level-View. Wenn ich es jetzt mal zusammenfassen würde ich sagen, du brauchst eine Übersicht und dazu musst du nicht nur in Tools denken, also nicht nur die visuellen Methoden im Vordergrund, sondern versuchen, das systemische Denken ganzheitlich zu denken. Das wäre so der entsprechende Faktor. Oder strategische Denken. Das heißt also, ich möchte eine Orientierung geben, obwohl wir ja eigentlich gar nicht wissen, was morgen wichtig ist. Also das heißt, ich muss dem Ganzen also ich nenne es ja so, Orientierung in Unsicherheit geben. Das ist eine Führungskompetenz. Ja, Also definitiv. und da hilft ein Bild dabei, wenn ich sagen kann, guck mal hier, so sieht das aus, das verschafft Emotionen. Ja, stellt euch vor, ich meine, irgendjemand hat eine PowerPoint-Präsentation und sagt, das ist das, wo wir hinwollen. Okay, toll. Ist das ein Narrativ? Nee. Aber wenn ich jetzt sage, wir haben gemeinsam ein Bild entwickelt, wo bestimmte Aspekte, Metaphern, Emotionen auslösen, das ist eine ganz andere Orientierung, die ich habe, ein ganz anderes Commitment, was ich da gebe und Partizipation, die dahinter steht. Ja. Diese Fähigkeit, übersetzen zwischen den verschiedenen Welten, ich glaube, das war schon immer wichtig, das wird aber auch noch in Zukunft wichtiger sein. Und vielleicht ist das Übersetzen zwischen den Welten gar nicht mehr so wichtig im Sinne von, oder wird weniger wichtig sein, wenn wir an KI denken, zu coden. Ich selber zum Beispiel arbeite ganz gerne gerade mit Vibe-Coding und da kommen erstaunlich gute Ergebnisse dabei raus. Ich bin ein Softwareentwickler, das heißt also, ich weiß, was da nachher rauskommt und was da rauskommen müsste, aber es geht einfach viel, viel schneller mit einer guten KI. Und manche Sachen gehen nicht mit KI, das muss man auch vielleicht dazu sagen. Aber jetzt, wenn ich dieses Verständnis zwischen, was braucht mein Anwender eigentlich und wie setze ich das nachher um, in diesem Fall ein Prompt, ist trotzdem dieses Übersetzen, diese Übersetzungsfähigkeit immer noch da. Und auch hier helfen Bilder. Wenn ich mir zum Beispiel nehmen wir mal ein Bild. Stell dir vor, du hast irgendeinen ein Fall, ich gehe mal ins Medizinprodukt rein, da waren wir unterwegs. Da geht es um Sicherstellung von Qualitätssicherung in der Bestrahlungsplanung. Kniffliges Thema. So, jetzt hast du dann eine Software, du sagst, ja klar, wir müssen dort die Werte eingeben, wir müssen dort die Messungen überprüfen, wir haben dort einen Workflow, alles ziemlich klar. So, und dann sind wir mit den Entwicklern, mal hin vor Ort gegangen, haben gesehen, wie die entsprechenden Leute dort diese Messungen durchführen, was sie alles für Schritte machen müssen und wie das eigentlich räumlich aussieht. Sie haben plötzlich ein Bild davon gehabt und dann haben wir auch Fotos davon gemacht und anhand dieser Fotos konnten wir diese Abläufe nochmal viel klarer machen. Und dann nachher ein Zitat war dahinter, das war göttlich. Jetzt, wo ich gesehen habe, wie das Ganze dort läuft, hätte ich einiges anders gemacht in der Konstruktion meiner Software. Und das ist so ein Punkt, also hier dieses Verständnis, Übersetzen zwischen den Welten mit Hilfe von Bildern. Also Vor-Ort-Begehung ist natürlich perfekt, aber es können nicht alle dahin, also macht man vielleicht Fotos und kann es dann da sagen, oder man erinnert sich zurück an das Bild. Und damit können wir diese Technikentscheidung und die Business-Entscheidung ganz anders treffen. Ja. Was habe ich noch? Ja, diese Zusammenarbeit zum Beispiel, das hatte ich gesagt, die People Interaction Map, gibt noch viele weitere, also auch Rollenverständnis zum Beispiel kann man mit verschiedenen Methoden auch noch visualisieren. Eine zum Beispiel Product Ownership Evolution Model, Grüße gehen raus an Tim Klein und Dominik Winter von Produktwerkern. Mit so einer einfachen Methode zu sagen, wo stehe ich denn hier mit meiner Rolle? Bin ich eher strategisch unterwegs oder bin ich eher operativ unterwegs oder irgendwo dazwischen? Wo sind denn die anderen? Haben wir Überschneidungsbereich oder nicht? Das ist dann so ein grafisches Werkzeug, was auch ein Skill ist, zu sagen, Moment mal, wir können hier Kooperation designen, statt einfach nur so ein Organigramm abzubilden. Organigramm ist auch grafisch, aber das ist viel zu starr, das bildet nicht die Realität ab. Wo ist denn jetzt wirklich der Product Owner? Wo ein Organigramm hängt. Ich weiß, wer sein Vorgesetzter ist, aber ist der Vorgesetzte jetzt eher in seinem Bereich strategisch, taktisch unterwegs oder gibt es da ständig Grabenkämpfe oder was auch immer? Und sowas kann man mit visuellen Methoden ganz anders angehen als mit dem klassischen Organigrammdenken. Das ist so dieser Punkt Zusammenarbeit.
Genau, und dann habe ich noch diese Systemsicht und es geht einfach darum, wenn ich die ganzen verschiedenen Perspektiven einfach mal vor mir sehe, wenn der CEO oder CTO zusammen mit der Softwareentwicklerin in einem Raum ist und dann sagt man, das sind die Ziele, die wir gerade haben und kannst du mir nur ganz kurz zeigen, an welchen von diesen Dingen ihr gerade arbeitet und wie ich sehe der Match an der Stelle und dann sehen wir, wie die Businesszahlen hochgehen oder die Kundenzufriedenheit hochgeht oder runtergeht und diese Perspektiven zusammenzubringen, das ist so diese Reflexionsfähigkeit auf Organisationsebene, wo ich sagen würde, das ist ein Skill, den sollten viel mehr Führungskräfte haben, aber auf der anderen Seite auch, sollte auch der einfache Entwickler, Entwicklerin sagen, hey, ich fordere ein, ich möchte wissen, wie das denn zum Business beiträgt, wie das zur Kundenzufriedenheit beiträgt, und diese Fähigkeit zu haben und das Ganze nur mit visuellen Mitteln dann auszudrücken, das ist natürlich das, was ich sage, das muss sein, das gehört mit dazu. Okay. Magst du den Titel eures Buches nochmal nennen und kann man das irgendwo bekommen? Das ist ganz einfach zu haben, da ist in jedem Fachbuchladen so weiter kann man es kriegen. Agile Produktentwicklung mit visuellen Methoden. Alles klar, dann verlinken wir Haben das wir auch in der rausgebracht. Beschreibung. Ja, sehr gerne. Ist beim D-Punkt Verlag erschienen, also ganz offiziell zu haben. Und ist ein großer Wälzer. Also wir hatten eigentlich gedacht, wir wollten kürzer schreiben, hat nicht ganz geklappt. Aber die Unmengen an Methoden war ein Teil. Da haben wir schon einiges rausgenommen. Also im Kartendeck zum Beispiel, es findet sich viel, viel mehr als da drin. Nichtsdestotrotz, der Kernpunkt dabei ist der Teil 3, wo es darum geht, wo wir letztendlich unsere ganzen Erfahrungen mal zusammengebracht haben in eine komplette Geschichte von vorne bis hin. Also wir starten bei einer Organisation, die gerade in der Produktentwicklung ist, die strategische Herausforderungen hat und begleiten sie halt eben bis hin zu, sie haben einen laufenden OBR, der dann dazu führt, dass die Kunden und Entscheider zusammen eine viel bessere und schneller Entscheidungen treffen können. Und diese Story dahinter, die haben wir damit reingebracht. Ist jetzt zusammengesetzt aus mehreren Geschichten, die wir erlebt haben, aber alles basiert auf wahren Geschichten. Naja, die Namen natürlich Ja, frei anonymisiert. Aber das ist so, deshalb ist es auch ein bisschen dicker geworden. Das heißt also, man kann es lesen als Nachschlagewerk, man kann es lesen als ein bisschen als Inspiration, wie kann sowas ablaufen. Und ja, also es ist für alle Leute geeignet. Cool. Apropos Bücher. Wir müssen nämlich auch langsam, aber sicher leider zum Ende kommen. Und da stelle ich immer gerne noch mal eine Frage zu dir und deinen persönlichen Future Skills. Welche Bücher hast du gerade auf dem Schreibtisch? Was sind Themen, die dich bewegen? Hast du dir eventuell schon Konferenzen, Trainings, Weiterbildung für dieses Jahr rausgesucht? Was sind deine Future Skills für 2026? Bei Büchern, genau, das Usmo 2, das würde ich sagen, lest erst Usmo 1 und dann Usmo 2. Wofür steht Usmo? Für alle, die es nicht kennen. Usmo steht für, wenn du so eine Glühbirne machen möchtest und die jetzt mit einfachen Buchstaben nur zeichnen willst, dann malst du das U für unten die Fassung, das O oben für das Z für die Spindel und das M für die Spindel, Z so unten für das Gewinde so und so. Ne? Also da steht das Usmo, ist von Bicablo, was sozusagen so die Visualisierungs-Basics dabei sind. Aber in dem Buch, da geht es da wirklich, wie kann ich denn Probleme lösen mit dem Stift? Ja, und das ist etwas, das habe ich nochmal drauf auf meinem Schreibtisch. Ganz einfach, weil es gerade frisch erschienen ist, weil ich mir darüber immer wieder Inspirationen hole und die Art und Weise, wie das aufgebaut ist, fand ich auch sehr, sehr spannend. Was ich noch an Skills habe, aber das muss ich sagen, das mache ich lieber durch Ausprobieren, gerade mit Cloud Code ein bisschen Vibe-Coding zu machen und zu gucken, wie würde ich das lösen, wenn ich das Software entwickeln würde? Wie macht denn die KI das? Und wie gesagt, ich bin erstaunt, wie gut und wie schnell das funktioniert. Vielleicht, weil ich noch einen Entwicklungshintergrund habe, dass ich die Prompts ein bisschen anders formuliere als jetzt die blutigen Anfänger. Aber trotzdem, selbst mit einfachen Prompts, ist es erstaunlich, was dann nachher dabei rauskommt. Also das wird auf jeden Fall ein Skill sein, der noch dazugehört. Ersetzt aber nicht, solange noch Menschen in der Loop sind, ersetzt nicht die Kooperation, ersetzt auch nicht das Verständnis für dem, was an Produktentwicklung notwendig ist. Insofern glaube ich, ist es immer eine ganz gute Ergänzung. Und damit sind wir eigentlich schon wieder beim Anfang. Ne? Oh, und leider aber auch beim Ende, Olaf.
Aber eine gute Nachricht habe ich noch. Eigentlich eine schlechte, weil wir machen das hier jetzt ja digital und verbreiten es dann auch über elektronische Kanäle. Deshalb haben wir einen gewissen Fußabdruck, den wir gerne ausgleichen wollen. Und deshalb werden wir dir als Gastgeschenk gerne auch zukommen lassen, das Zertifikat über deinen eigenen Baum. Wir werden in deinem Namen nämlich einen Baum pflanzen lassen in Mecklenburg-Vorpommern, dort, wo alle anderen Gäste von uns auch schon oder über die Jahre tatsächlich sogar einige schon mehrere Bäume bekommen haben. Bekommst du dann per E-Mail mit Koordinaten, wenn du mal Urlaub machen solltest im schönen Mecklenburg-Vorpommern, kannst du dir den auch anschauen. Wie groß ist er denn dann? Du kriegst auch ein Foto davon. Ja, sehr schön, finde ich gut. Genau, ja, wunderbar. Und damit sage ich danke, Olaf. Es hat mich sehr gefreut, da einmal tiefer reinzugehen in den Bereich der visuellen Product Ownership. War ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Grüße gehen auch noch raus an Per und Tim. Vielen Dank, dass ihr hinter der Kamera mit dabei wart. Und natürlich an alle, die bis hierhin zugeschaltet, zugehört, dran geblieben sind. Denkt an Liken und Sharen. Und dann sehen wir uns in der Arbeitswelt von morgen.